Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf BlackRow HB. Genau, hier haben wir den Controller. Ihr seht hier, Lufttemperatur haben wir gerade 24 Grad. Luftfeuchtigkeit ist bei 49%, VPD bei 1,52. Und CO2 ist jetzt gerade bei 750 ppm zwischendurch. Also geht's auch auf 1000 hoch. Ne? Wir sind ja hier im Wohnzimmer. So, auf jeden Fall. Ja, hier haben wir das Setup mit den 4 Genetiken, die ich alle von KK Farming bekommen habe. Wir sehen, wir haben hier unterschiedliche Stadien. Das sind alle gleich alt. Ne, wir sind jetzt am Blütetag 39. Also ich zähle Blütetag immer ab dem Zeitpunkt, wo umgestellt wird. Manche ziehen dann noch irgendwie 2 Wochen ab oder sowas. Mache ich nicht. Ich mache immer so, dass ab dem Tag, wo ich auf 12.12 umgestellt habe, ab da zähle ich halt die Blütetage. Jetzt sind wir am Blütetag 39. Also theoretisch bräuchten wir jetzt noch ungefähr 30 bis 31 Tage, also bis die reif sind. Aber ich muss halt gucken, also, wie die Trichome sich entwickeln, weil für mich ist das halt immer ausschlaggebend wegen den Trichomen, weil ich möchte lieber so ein Kopfhai haben, nicht so ein Körperhai. Also eine werde ich Körperhai werden lassen, so, weil eine will ich immer haben, die halt so mehr bernsteinfarben ist. Und den Rest möchte ich eher so milchig haben. Na, und ja, also hier vorne die sieht noch am grünsten, sag ich jetzt mal, aus. Ne? So, hier entwickelt sich langsam alles, hier wird auch langsam alles zuckrig. So, die hier purpelt ein bisschen, weil es nachts ein bisschen kalt im Wohnzimmer ist tatsächlich. Also wir haben nachts so 18, 17 Grad ungefähr. Tagsüber sind wir ja, wie gesagt, so 24, 25 Grad ungefähr. Muss mal gucken, dass ich dann die Heizung hier mal ein bisschen länger anlasse. Im Wohnzimmer. Genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben hier vorne, hinten links haben wir die Peak 112. Ja, also das ist die Peak 112, die hinten links. Das da hinten rechts ist die Carbon Fiber. Das hier vorne rechts ist die Kush Minz. Und hier vorne links haben wir die Alien Rock Candy. Und man sieht auch schon, die Alien Rock Candy purpelt so ein bisschen. Ja, ganz gleich, die purpelt so. Genau. Ja, und die Blätter hier, die verfärben sich langsam schon so Richtung Blüte halt, so Herbst. Genau, wie sind die EC-Werte? Wir haben gerade einen EC von 2,5 und einen pH von 5,9. Ich lasse sie in der Blüte immer so zwischen 5,5 und 6,5 schwanken. Das hat so für mich jetzt so bisher so das beste Ergebnis, habe ich jetzt mal gebracht. Bin mal gespannt. Also noch sind die Buds relativ klein, würde ich sagen. Ich hoffe auch, dass sie natürlich noch größer werden. Ne? Aber wir haben ja noch ungefähr einen Monat Zeit. Bin mal gespannt, was da sich jetzt da rausstellen wird. Wie gesagt, Lampe hat schon ein paar kaputte Dioden. Da ist jetzt ein Grow alt. Kann ich nicht empfehlen, die Lampe. Aber wir haben ja hier sonst noch alles andere halt von Spider Farmer. So, auf jeden Fall, wir haben ja hier den Spider Farmer Controller. Steckdosenleiste von Spider Farmer. Die Produkte von Spider Farmer sind gesponsert, alles andere nehmt halt hier eigentlich nicht, außer die Stecklänge. Wir haben ja hier einmal unseren, also den habe ich hier mir halt tatsächlich selber gekauft. Der war jetzt nicht im Sponsoring dabei, der Sensor hier. Ne? Das ist dieser Sensor hier, ist ein 3-in-1-Sensor. Der kann ppfD messen, der kann Temperatur messen und Luftfeuchtigkeit. Dann haben wir hier noch einen CO2-Sensor, den habe ich mir auch dazu gekauft. Aber das Set hat mich 75 € gekostet, finde ich aber voll in Ordnung. Dadurch sehe ich halt alle Werte, die ich brauche, auch mit ppfD und sowas. Und dann, weil ich habe den Sensor so beziehungsweise ich habe die Lampe so eingestellt, die ist ja mit dem, das Geile ist, also ich weiß nicht, ob das viele schon von euch wissen, mit dem Spider Farmer Controller kann man auch andere Lampen und auch andere Herstellergeräte steuern. Ich weiß nicht, ob das vorgesehen ist, aber es funktioniert auf jeden Fall, weil ich kann mit dem Controller diese Lampe hier steuern. Ne? Und ich kann halt quasi dadurch, dass ich ja hier den ppfD ablesen kann, also der Controller kann halt den ppfD-Wert messen und kann die Lampe so selber regeln, also er regelt den in Prozentschritten runter oder hoch, um den ppfD-Wert zu erreichen, den ich eingestellt habe. Das finde ich sehr geil. Ne? Wie gesagt, ich würde da hinten gerne noch ein bisschen mehr erlauben. Ich komme da aber nicht mehr ran, weil, wie gesagt, wir haben ja hier leider keine Seiteneingänge. Und dementsprechend ist das ein bisschen schwierig, da hinten ranzukommen. Also ich komme eigentlich gar nicht ran, tatsächlich. Ich muss mal gucken, ob ich mir vielleicht mal irgendwie so, es gibt ja diese Gartenscheren mit Verlängerung oder sowas, ob ich mir sowas mal zulege, irgendwie in kleinen vielleicht.
Keine Ahnung, aber wie gesagt, dieses Zelt wird nach dem Grow sowieso abgebaut. Und ja, genau, das ist auf jeden Fall der Plan. Aber ich bin sonst, also mit dem Geruch bin ich schon mal sehr zufrieden. Ich bin auch mit den Farben eigentlich schon, muss ich sagen, echt zufrieden. So. Aber ich versuche natürlich dann die toten Blätter da hinten schon mal irgendwie abzukriegen irgendwie. Ich weiß noch nicht wie. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr da eine Idee für habt, wie ich am besten die Blätter da hinten abmachen kann, ohne jetzt hier irgendwie reinklettern zu müssen oder so, weil das halt nicht möglich ist so wirklich. Ja. Also die Blüten sind sehr kompakt, aber sind halt auch nicht riesig, würde ich sagen. Sie sind schön. Ja, auch hier das Purple und sowas. Sie riechen auch verdammt geil, muss ich sagen. Aber ja, das haben jetzt noch nicht diese Größe, die ich eigentlich erhofft habe. Aber wir haben ja noch ungefähr 3 bis 4 Wochen Zeit. Ne? Und da wird sich dann irgendwie noch ein bisschen was entwickeln. Also ich bin jetzt dabei, den EC-Wert zu senken. Also ich will jetzt so in 2 bis 3 Tagen will ich ihn runter auf 2,2 fahren. So. Den High-EC fahre ich ja meistens nur bis mittlere Blüte ungefähr. Und wenn es halt Richtung Ende geht, dann fahre ich den EC runter. Und 2 Wochen bevor wir ernten, also in 2 Wochen, mache ich den Fade rein von Athena. Ich dünge hier alles mit Athena Proline. Bin auch sehr zufrieden mit dem Dünger. Legt sich nur langsam den Ende leider zu, weil er ist jetzt fast leer. Aber naja, ist ja auch nicht so schlimm, ne? Kommt halt neuer her, ne? So, auf jeden Fall. Ja, ich bin soweit zufrieden. Wassertemperaturen sind auch voll in Ordnung. Wassertemperaturen liegen so bei 18 bis 19 Grad. Das ist auch ohne Chiller und das ist dank Winter halt einfach. Ne? Hier seht ihr nochmal das Reservoir. So, es ist ein paar Ablagerungen zu sehen. Das ist aber nicht so schlimm. Ich werde mir auf jeden Fall für den nächsten Run nochmal Cleanse besorgen von Athena. Und dann sollte das wohl der Vergessenheit angehören. Genau. Hier unten seht ihr nochmal mein Undercanopy-Light. Das ist aber jetzt schon aus. Das Hauptlicht wäre jetzt eigentlich auch schon aus tatsächlich. Ich bin jetzt 5 Minuten drüber, weil vor 5 Minuten ist das Licht theoretisch ausgegangen. Ja. Aber ich war halt noch nicht fertig mit dem Video. Deswegen ist das jetzt noch an. Genau. Also das will ich jetzt auch nicht zu lange hier halten, sage ich jetzt mal. So, dass wir schönes Videomaterial haben auf jeden Fall. Was sagt ihr zu dem Grow? Habt ihr Tipps, wie ich da hinten am besten, wie gesagt, rankomme, um da irgendwie Blätter zu entlauben? So, wegen Schimmelgefahr und so. Ich habe ja keinen Bock auf einen Schimmel oder sowas. Wäre jetzt nicht so optimal. Ne? Aber ich finde die Farben interessant auf jeden Fall. Jo, genau. Übrigens, ich will jetzt auch wieder aktiv streamen auf Twitch. Folgt mir doch gerne da. Ich heiße da aktuell noch Black Wolf HB. Ich weiß nicht, also ich habe vorher ganz viele über Black Wolf HB halt gestreamt. Und jetzt will ich überlegen, soll ich meinen Namen anpassen auf Black Grow HB, so wie auf YouTube halt? Oder soll ich einfach Black Wolf HB da lassen, weil die meisten mich da halt auf Twitch halt kennen. Für die heiße ich halt Black Wolf HB, so, weißt du? So, Black Wolf HB ist halt mein Gaming-Zeug. Ne? So, ich werde halt so eine Mischung machen auf Twitch, so zwischen Gaming, Cannabis und Education und so ein bisschen Grow-Tipps oder sowas, weißt du? Oder halt einfach mit der Community austauschen und so. Also würde mich auf jeden Fall freuen, falls ihr da mir folgen wollt. Link ist in der Beschreibung. Und mich würde mal interessieren, wer von euch kommt zur Mary Jane? Das würde mich mal sehr interessieren. Weil ich werde auf jeden Fall auch da sein. Ich werde wahrscheinlich wieder zusammen mit Afroace unterwegs sein. Und mit Weedland. Da kann man sich dann auch mal in Real Life sehen. So. Ihr seid halt meine Community. So, und das wäre halt geil, so wenn man sich dann mal treffen könnte auf der Mary Jane. Ich habe letztes Jahr auf der Mary Jane schon ein paar Leute getroffen. Zum Beispiel Grow Tobi, der jetzt auch angefangen hat mit YouTube. Grüße gehen raus an Grow Tobi. Ne, schaut da unbedingt mal vorbei, super netter Typ. Ich habe ihn damals kennengelernt auf der Mary Jane. Also er wusste schon, wer ich bin, aber ich wusste nicht, wer er ist. So, und dann hat er mir gesagt, okay, ich bin der und der. Und sagt mir, okay, geil. Ne? Und der hat jetzt auch halt mit YouTube angefangen, halt kurz nach der Mary Jane. Und ja, super Typ. Kann ich nur wirklich Gutes von sagen. Also schaut da unbedingt mal vorbei bei Grow Tobi. Mega toller Typ. Ja? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dieses kurze Update, oder dieses längere Update, sagen wir es mal, dann lasst doch gerne ein Abo da, schreibt einen Kommentar für den Algorithmus und lasst ein Like da. Würde mich übertrieben freuen. Und auch danke für mittlerweile 18.500 Abonnenten. Das ist krass. Das ist echt krass. Und das freut mich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, also jetzt kommen auch wieder ein paar mehr Videos so. Also ich hatte ja ein bisschen Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, Videos zu bringen wegen Zeitmanagement und
YouTube, ne, weil YouTube ja immer sagt, Altersbeschränkungen, du legst Beschwerde ein, wird abgelehnt, weißt du, so. Und das Problem ist, wenn halt die Altersbeschränkung auf deinem Video drauf ist, hast du ein Zehntel der Reichweite, sag ich jetzt mal, wie wenn dein Video halt akzeptiert wird als educational Content, was ja unser Content ist. Wir machen ja den Content, um Leute aufzuklären, wie man legal anbaut. Und ich versuche jetzt eigentlich nur noch Videos zu veröffentlichen, die halt akzeptiert werden von YouTube. Ja, und das halt alles im legalen Bereich ist und alles ordentlich ist. Ne? Na gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Die meisten meiner Zuschauer gucken meistens so zwischen 18 Uhr und 20 Uhr, habe ich gesehen. So, deswegen kommen auch meistens Videos so in dem Zeitraum online. Ja. Aber naja, auf jeden Fall, ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Ich bin gerade lost. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und treibt es nicht so hart. Ne? Immer angemessen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao, ciao.